Natürliche Heilmittel zu kreieren ist Handwerk und Kunst zugleich. Uraltes Wissen, zeitgemäß interpretiert. Immer mehr Menschen folgen dem Trend Back to Nature. Einen Steinwurf von der Schillerstadt Marbach am Neckar entfernt liegt die Biogärtnerei Das Gartenhaus, in dem Kräuter und Pflanzen im geordneten Chaos wachsen dürfen. Hier arbeitet auch Christel Ströbel. Die gelernte Drogistin wusste schon viel über die Heilkraft der Natur und hat altes, fast verloren gegangenes Wissen recherchiert. Dieses Wissen packt sie in Seminare und Kräuter-Online-Kurse, die sie selbst produziert. Sie stellt aus Wild- und Gartenpflanzen natürliche Heilmittel her. Sieht doch aus wie eine unspektakuläre Wiese, oder? Für Christel Ströbel ist es ein Meer aus wertvollen Heilkräutern. Momentan sucht sie den Spitzwegerich, den König der Wege. Wir haben vor uns den Spitzwegerich und der wächst hier bei uns überall auf den Wiesen. Und was für mich das Spitzwegerich, was ihn so besonders macht, er ist unser Notfall-Wiesenpflaster. Bei Verletzungen, bei Mückenstichen, Bienenstichen, sogar Wespenstichen. Und ich zeige dir jetzt mal, wie das geht. Dafür ernte ich 5, 6 Blätter in der Länge. Suche mir natürlich die schönsten aus. So. Und jetzt geht es darum, dass wir praktisch den Saft aus den Blättern rauskriegen. Und das geht am besten mit diesen schönen langen Blättern. Die werden so ein bisschen gedreht. Dann mache ich mir da einen kleinen Knoten. Ich habe das schon oft geübt. Das nimmt man dann zwischen die Hände und jetzt wird mit Druck gerieben. Und man hört das jetzt so ein bisschen, wie das knackt. Da brechen jetzt die Blattstrukturen auf. Man muss ein bisschen geduldig sein mit dem Reiben. Aber ich merke jetzt schon, so ein bisschen tritt Pflanzensaft aus. Und man sieht jetzt schon, das wird ganz nass. Das Blatt sieht auch entsprechend aus. Ich rolle noch ein bisschen. So. Und jetzt, wenn ich das hier so drücke, dann kommt hier Pflanzensaft raus. Und dieser Pflanzensaft, der hat eine wundverschließende Eigenschaft. Der hat Wirkstoffe, wo praktisch eine Wunde wieder verschließen kann und gleichzeitig absolut desinfiziert. Das heißt, sie ist nachher keimfrei, keine Viren, Bakterien oder irgendwas sind noch in der Wunde, nichts geht auch ran. Er verschließt es und wenn wir jetzt einen Mückenstich haben, dann sorgt dieser Pflanzensaft dafür, dass sich praktisch das Gift, das das Insekt in die Haut injiziert hat, sich nicht weiter verteilt. Der Saft zieht es praktisch wie raus und es gibt fast keine Schwellung und vor allem, es juckt auch nicht. Die Kräuterfrau schwört auf den Spitzwegerich und will ihn in einer Salbe konservieren. Was sie dazu braucht, hat jeder in der Küche. Aus nur 3 Zutaten entsteht die Salbe: Olivenöl, Bienenwachs und Spitzwegerich.
Das Kochen konserviert die Heilstoffe, aber es zerstört sie nicht. Egal, was ich ernte und schneide, Kräuter immer nur mit dem Keramikmesser. Es ist ein sanfter Schnitt, wir haben hier keine Veränderung an der Oberfläche. Und jeder, der es genau wissen möchte, nimm einfach mal einen guten Bio-Apfel, schneide ihn mit dem Metallmesser und schneide ihn mit dem Keramikmesser. Keramikmesser, vielleicht nach einer halben Stunde, wird es leicht bräunlich an der Oberseite vom Apfel, an der Schnittfläche. Mit Metall passiert es schon nach ein paar Minuten. Wir haben ja hier unsere Schnittstellen und da tritt einfach schon ein bisschen Pflanzensaft aus. In diesem Schnitt gehen praktisch diese Metallionen vom Messer sofort in Reaktion mit diesem Pflanzensaft und das verändert. Das heißt, auch hier ist wirklich sichtbar, dass es eine andere Sauerstoffreaktion hat. Und ich habe jetzt einfach den Anspruch, wenn ich mir selbst ein Heilmittel herstelle, dann soll es bitte von allerbester Qualität sein. Chemisch gesehen besteht Olivenöl hauptsächlich aus Fett. Für eine geschmeidige Salbe also die ideale Zutat. So, jetzt habe ich noch gleich meinen Löffel und gebe das hier einfach mal rein. Ich mache das jetzt so langsam, damit ich sehe, habe ich es auch wirklich richtig gemacht. Es frittiert nicht. Okay. Und wenn man jetzt fragt, okay, wie viel Pflanze auf Öl? Also so eine Menge gebe ich eine gute Handvoll. Wir geben es noch ein bisschen rein. Und das wird jetzt einfach immer wieder durchgerührt. Wie gesagt, bei 40, 45 Grad bleibt es etwa jetzt so eine Stunde stehen. Aber bitte nicht nur stehen lassen und einkaufen gehen, sondern immer wieder rühren. Liebevoll sich auch dem Ganzen zuwenden, was man hier macht. Und ich freue mich jetzt einfach auf dieses tolle Heilmittel, das ich mir jetzt aus dem Öl und dem Spitzwegerich herstelle. Der wichtigste Wirkstoff des Spitzwegerichs heißt Aucubin. Aucubin wirkt entzündungshemmend und antibiotisch. Heißt, er bietet Mikroorganismen und Bakterien Paroli. Das langsame Kochen in Öl löst die Wirkstoffe sanft aus dem Spitzwegerich. Und wenn ich jetzt hier reinschaue, die sind schon gar nicht mehr hellgrün, sondern so eher bräunlich. Und daran kann ich jetzt erkennen, das Kraut ist sozusagen fast leer und die Wirkstoffe sind jetzt im Öl. Und das ist jetzt der Moment, wo ich es jetzt auch abgieße. So, immer noch ist mein Öl auch warm. Das bleibt jetzt auch so. Und jetzt haben wir hier wunderbare 500 Gramm. –15 Gramm Bienenwachs auf 100 Milliliter Öl. Hat sich als brauchbare Salbe bewährt. Ich glaube, die Geduld ist auf ganz vielen Ebenen wichtig. Einmal zum Herstellen von Heilmitteln, von pflanzlichen Heilmitteln. Geduld ist aber auch so eine Lebenseinstellung, wenn ich geduldig sein kann und abwarten. Und es gibt ja den schönen Spruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Also da nützt die ganze Ungeduld nichts. Und es tut uns Menschen auch gut, so einfach mal wieder in die Ruhe, in die Stille zu kommen. Das ist was ganz Einfaches, aber es hilft
so in diesen Moment zu kommen. Nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit zu hängen, sondern im Moment da zu sein. Christel Ströbel füllt die noch flüssige Salbe in sterile Gefäße ab. Bis das Produkt fest ist, das dauert noch. Es empfiehlt sich, die Spitzwegerich-Salbe dunkel zu lagern und gut zu verschließen. Dann hält sie mindestens ein Jahr. Eine weitere Lieblingspflanze ist den meisten Menschen erstmal lästig, gar schmerzhaft. Dabei kann das Biest durchaus Harn-, Nieren- und Gelenkleiden entgegenwirken. Und die Brennnessel macht sogar in der Küche eine gute Figur. Also wer Brennnesseln anfasst oder berührt, der muss einfach vorsichtig und achtsam sein. Das lehrt die Brennnessel uns auch. Aber Brennnesselblätter kann man roh essen. Und zwar so, wie ich es gerade gemacht habe. Mit dem Strich streichen. Ich zeige es hier gerade nochmal. Das heißt, ich halte es hier oben und streiche so nach unten. Dann legen sich die Brennhärchen um, die wie so kleine Injektionsnadeln nach oben stehen. Und wenn die sich umgelegt haben, sind sie eigentlich völlig harmlos. Dann rolle ich das Ganze mal noch. Vorsichtshalber kann ich es jetzt noch 2-3 Mal in der Handfläche rollen. Und jetzt kann man es einfach als Powerriegel sozusagen in den Mund stecken. Die Brennnessel vermag einiges, weil sie ein reiches Innenleben an Mineralstoffen und Vitaminen hat. Also die Brennnessel, das ist so wirklich so feurig sie ist, wenn wir sie anfassen. Nicht achtsam, wir verbrennen uns, es tut weh. Aber genauso zündet sie praktisch unser inneres Feuer, unser Lebensfeuer an. Und es gibt kaum was Besseres, als mit der Brennnessel eine Kur zu machen bei Frühjahrsmüdigkeit, überhaupt bei Müdigkeit, nach langer Krankheit. Wenn ich mich einfach müde und schlapp und ausgezehrt fühle, Brennnessel. Unser heimisches, absolutes, totales Superfood. Die Brennnessel blüht von Juni bis September. Das Ziel der Kräuterfrau ist es stets, verarbeitete Pflanzen ganzjährig zu nutzen. In diesem Fall als Salz. Zum Kochen und Würzen. Also ich zerkleinere jetzt die Brennnesselblätter grob, weil dann ist es ein bisschen einfacher mit dem Mörsern. Ich gebe jetzt so das erste hier schon mal rein. Und die Brennnesselblätter, die sind sehr trocken, aber nicht getrocknet. Und ihr merkt das jetzt, wenn ich hier schneide, ist vorne einfach eine schöne Schnittfläche, wo auch Pflanzensaft für mich jetzt gerade sichtbar ist. So, und fürs Brennnesselsalz gebe ich jetzt einfach die klein geschnittenen Brennnesselblätter in meinen Mörser. Gebe von meinem guten Salz was dazu. Und jetzt heißt es meditatives Mörsern. Nein, ich gebe es nicht in den Mixer, ich gebe es auch nicht in irgendeinen Thermomix oder irgendwo hinein, sondern ich finde es eine ganz wunderschöne Arbeit, dieses wirklich langsame Einarbeiten von der Brennnessel in dieses Salz, damit sich das Ganze verbindet. Der Mörser ist übrigens eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit.
Schon vor über 6000 Jahren haben Inka und Maya ihn genutzt. Das heißt also wirklich, das Salz wird grünlich. Die Pflanzenfasern, das löst sich mehr und mehr auf. Und das ist einfach ein Prozess, das dauert. Das kann man auch nicht beschleunigen, zumindest nicht in der Art. Und das ist auch gut so. Es gibt Dinge, die brauchen einfach ihre Zeit. Das ist auch, wenn man irgendwas kocht, braucht einfach seine Zeit. Und die darf man sich nehmen. Wichtig ist, jetzt ist es feucht, wir sehen das jetzt auch. Das Salz ist so im Moment wie kristallin sieht es aus. Und wenn man in die einzelnen Salzkristalle anguckt, die glänzen jetzt so ein bisschen, da sieht man, sie sind feucht, sie sind nass. Und deshalb werde ich das auch nachher nicht gleich in meine Gläschen hier einfüllen, sondern erstmal noch so 1, 2 Tage auf dem Teller oder auf dem Backblech ausstreichen, trocknen lassen. Dann wird es nochmal gemörsert. Warum? Weil es total klumpig und hart ist und es soll ja nachher auch fein rieselig sein. Und dann kommt es in die Gläser. Die Brennnessel ist eisenreich. Eisen ist essentiell für die Blutbildung. Das ist für Frauen noch wichtiger als für Männer wegen der Menstruation. Und das Tolle ist natürlich an so einem Salz. Salz als solches ist ja Millionen Jahre alt. Also wenn man hier ein Haltbarkeitsdatum drauf machen müsste, keine Ahnung, was man hier draufschreiben könnte. Und selbst in der Verbindung mit jetzt der Brennnessel ist es wirklich viele, viele, viele Jahre haltbar. Die Gärtnerei Das Gartenhaus liegt malerisch am Fluss Mur. Die Jahreszeiten bestimmen die Arbeit. Von Anfang an hat Besitzerin Stefanie Hoffmann beschlossen, hier kommt keine Chemie rein. Zu ihrem Konzept gehören natürliche Düngemittel und selbst hergestellter Kompost. In ihrem Bewusstsein ist Unkraut auch ein Kraut und Schädlinge bekämpft sie nicht. Sie gehören einfach dazu, weil die Natur ihren eigenen Plan hat, den Menschen nicht unbedingt durchschauen. Das ist mein Platz dann. Ja. Und dann wird sie halt nicht mehr umdruckt und pikiert und gemacht und getan, sondern ist Ja. an Ort und Stelle. Gießt ihr das auch ab und zu mal oder ist das vom Regen? Vom Regen. Also man kann es beschleunigen, man kann auch das noch anämpfen mit praktisch Mikronährstoffen. Aber da müsstest du es regelmäßig gießen und wäre gut, wenn du es mit einer Plane zudeckst. Das wäre dann so eine heiße Rotte, nennt man das. Ja. Aber es ist ein bisschen so, durch das, dass keine Folie drauf ist, ist es noch naturnah. Hier können Eidechsen, Schlangen drin sein. Wir haben hier ziemlich viele Kreuzottern und Ringelnattern. Es ist ja eigentlich auch so ein bisschen wie der Wald. Im Wald räumt auch kein Mensch auf und keiner düngt. Und letztendlich haben wir dort ja eigentlich der stärkste, organischste Boden überhaupt. Wenn man da Brennnessel anguckt, draußen haben sie solche Blätter. Im Wald war neulich, das waren wirklich meine waren 2 Hände, gell? Hände, war ein einziges Blatt. Und das ist auch im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, wo einfach ein guter Boden entsteht. Und das scheint mir ja dann ein ganz ähnliches Ansinnen zu sein. Der Wald hat ein bisschen zeitlichen Vorsprung, den haben wir jetzt hier noch nicht. Ja. Aber was halt der Wald in Hunderten von Jahren hat, das haben wir dann in 5, 6 Jahren. Im Grunde wäre ideal 10, 20 Jahre. Ja, das ist immer wieder für uns Menschen, das auszuhalten, dass das ein ganz normaler, natürlicher Rhythmus ist in der Natur und dass ja auch jede Laus ihre Lebensberechtigung hat, genauso wie wir. Ja, also das ist natürlich irgendwann über die Jahre verschwunden, dass überhaupt Dinge, die unnütz sind oder sogar schädlich, überhaupt eine Berechtigung haben. Schon die Mönche des Mittelalters haben ihn gekannt. In unserer Sprache hat er einen leicht negativen Beigeschmack. Dabei ist er urgesund, der Wermut mit seinen Bitterstoffen.
Er forciert die Leber und die Galle. Man sieht hier immer wieder einzelne Stängel, die ziemlich mit Läusen besetzt sind. Und die Pflanze hat mir ganz klar gesagt, nee, alles gut. Wenn die Läuse kommen, ich biete denen praktisch Nahrung und Heimat für eine gewisse Zeit. Und sie aktivieren in mir die Bildung von noch mehr Bitterstoffen. Und nachdem ich das wusste und dann auch im Jahr drauf wirklich mal einen Versuch gemacht habe, Wermutblatt vor den Läusen, Wermutblatt nachdem die Läuse da waren, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn nur ein einziger Stängel einen Läusebefall hat, geht diese Information sofort von Stängel zu Stängel. Das heißt, alle hier in diesem Beet wissen dann, Achtung, Läuse kommen. Also auch die Stängel ohne Läuse fangen jetzt an, vermehrt Bitterstoffe auszubilden. Und das ist so faszinierend. Der Stängel ist ziemlich kräftig. Das gibt jetzt so einen Ratsch. Und man sieht, das ist also faserig hier. Aber er ist innen auch nicht hohl, sondern er hat wie so eine Trockenmasse innen drin. Das macht ihn aber auch sehr widerstandsfähig. Also hier kann ein Sturm durchgehen, der wird nicht abbrechen, sondern der tanzt einfach mit dem Wind. Die Bitterstoffe sind wichtig für unsere Verdauung. Das bittere Heilkraut verbindet Christel Ströbel mit Honig und Wein. Es gibt ja auch diesen Wermutstropfen, was immer bedeutet, das ist eine schmerzhafte oder eine schmerzvolle Erfahrung, hat auch mit Trauer zu tun. Deshalb Wermutstropfen ist eine bittere Erfahrung. Und Menschen mit Galleproblemen, die sind oft emotional verspannt oder vielleicht sogar blockiert, indem dass sie es nicht aussprechen, sondern eher in sich hineinfressen. Und dieses Ich fress was in mich hinein ist halt auch das, was uns irgendwann mal Magenprobleme macht. Da ist Wermut einfach das Kraut, das diesen Gallefluss praktisch wie in eine Harmonie bringt, wie in einen guten Energiefluss. Im Unterschied zu einer Weinproduktion wird der Wermutwein gekocht, zusammen mit Honig, der gleich zwei Aufgaben hat. Er harmonisiert die Säure des Weins wie die Bitterkeit des Wermuts. Und er konserviert. Christel Ströbel verwendet Wein und Honig grundsätzlich in Bioqualität. Sie nimmt auf 1 Liter Weißwein 150 Gramm Honig und 2 Hände voll Wermutkraut. Der Wermut blüht von Juli bis September. Er mag trockene Böden und wächst hauptsächlich wild an Wegrändern und Felshängen. Schon die Pharaonen wussten, was in ihm steckt und haben dies im Papyrus Ebers verewigt. Das ist die bekannteste medizinische Schrift aus dem alten Ägypten. Man sieht schon hier an diesen Schnittstellen, da ist schon gar nicht mehr so graugrün, wie wenn man die Blätter anschaut, sondern da ist schon ganz herzhaft grün. Denn auch vom Wermut ist der Pflanzensaft innen richtig schön grün. Auch der enthält Chlorophyll. So, nebenher habe ich das hier jetzt ein bisschen erwärmt oder ja, erhitzt, kann man sagen. Und das darf jetzt auch ruhig ein bisschen kochen und losblubbern, deshalb mache ich das ein bisschen höher. Ich gebe jetzt hier in diese Mischung aus Weißwein, Bio-Weißwein und einem guten Honig mein Wermutkraut dazu. Und jetzt bleibt es einfach so 20 Minuten etwa in dem Ganzen drin. Immer wieder rühren, rühren, weil durchs Rühren ist es die Bewegung, es spült Wirkstoffe besser aus. Und nach 20 Minuten ist mein
Wermutwein fertig. Auch Hildegard von Bingen, die kluge Klosterfrau, hat den Wermutwein gekannt. Er putzt den Magen-Darm-Trakt. Ohne Alkohol gibt es Wermut auch als Tee, der sogar gegen Migräne helfen kann. Wermutwein ist nur eines von zahllosen Hildegard von Bingen Rezepten. Und damit der Wermutwein eine Weile hält, kommt er heiß in Flaschen. Der Gummiverschluss lässt ein Vakuum entstehen. Gekühlt ist der Wein ca. 1 Jahr lang haltbar. Bitterstoffe helfen uns Menschen, das Bittere im Leben besser zu verdauen. Weil, wenn meine Leber schwächelt, wenn mir sozusagen eine Laus über die Leber gelaufen ist oder meine Galle überschießt, das sind alte Sprüche, aber da liegt sehr viel Wahres drin. Und auf dem Weg können uns Pflanzen unglaublich begleiten. Die gelernte Drogistin hat nach einem gravierenden Einschnitt ihren Beruf auf die Recherche und das Herstellen alter Heilmittel ausgeweitet. Also der Moment, wo sich praktisch innerhalb von einem Tag mein komplettes Leben, meine Lebensausrichtung, meine Werte, meine Vorstellung, mein alles verändert hat, das war schlicht und ergreifend eine Operation. Ich hatte einen Tumor in der Wirbelsäule. Es gab erst Lähmungen im rechten Arm, dann im linken Arm und es war einfach klar, das muss jetzt richtig schnell gehen mit der Operation. Und der Professor sagte damals, da machen wir ein Schnittchen, gucken rein, holen das Ding raus, machen zu und gut. Aber so war es einfach nicht. Das Leben hat manchmal was anderes mit einem vor und die Dinge laufen anders. Und es war eine vielstündige Operation mit Nahtoderfahrung. Ich habe Blutkonserve gekriegt und ich war 2 Tage und Nächte danach querschnittsgelähmt. Aber ich war damals 28 und es war für mich ein Moment, wo ich gedacht habe, nee, das kann es nicht sein. Also wenn es irgendwas gibt auf dieser Welt, das mir hilft, wieder in Bewegung und vor allem in eine Schmerzfreiheit zu kommen, dann will ich das jetzt finden. Und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht, nach alternativen Heilmethoden. Und ab dem Tag, ich war einfach nur noch da draußen mit den Pflanzen. Und das ist mir so klar geworden in der Zeit im Kräutergarten. Das ist mein Ding, deshalb bin ich hier auf der Erde. Um über Kräuter zu erzählen, um Menschen, die offen dafür sind, die einfach auch diesen Weg wieder zurück zur Erde, zu den Pflanzen gehen möchten, so ein Wegbegleiter zu sein. Andorn war die Arzneipflanze des Jahres 2018. Schon Paracelsus wusste, dass Andorn der Lunge hilft. Und die Kräuterexpertin stellt aus diesem Andorn eine Tinktur her. Was auffällig ist, und das sieht man jetzt im Moment eben sehr schön, er hat diesen kleinen Blütenkranz. Das ist wie so ein Quirl aus vielen kleinen Lippenblüten, die sich um den Stängel schließen. Und wir sehen hier, da sitzen die Bienen, so winzig klein die Blüten sind, aber die Bienen finden sie, weil da ist ganz, ganz viel Nektar drin. Und so schneide ich jetzt hier mal einen wunderschönen Stängel ab. So, lass unten auch noch ein bisschen was stehen, wie immer mit dem Keramikmesser. Diese Länge reicht etwa. Und so brauche ich jetzt so ein paar Stängelchen für meine Tinktur. Und wenn ich das so ernte,
Dann kann die Pflanze nämlich auch wunderschön nachwachsen und neu wieder austreiben. Das ist ja auch wichtig, dass ich es nicht ernte und es ist dann weg für alle Zeit, sondern in ein paar Wochen kommen einfach neue Triebe nach und alles ist gut. Wann brauche ich Andorn? Bei akuten Erkältungskrankheiten, bei grippalen Infekten, alles, was mit Lunge und Bronchien zu tun hat. Es unterstützt asthmatische Erkrankungen, also auch jemand, der langjährig chronisches Asthma hat, wenn der mal eine Kur mit dem Andorn macht. Es regt die Leber an, den Leber-Galle-Fluss, die Entgiftung des Körpers, weil alle Autoimmunerkrankungen sind letztendlich immer ein Problem vom Stoffwechsel her im Körper. Deshalb tut Entgiften immer gut. Der Andorn ist auch bekannt als Berghopfen oder Mariennessel. Und wichtig ist jetzt, wenn wir eine Tinktur herstellen, nicht das Glas stopfen, 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 so nach dem Motto viel hilft viel, sondern ich nenne das locker befüllen. Das heißt einfach hineinfallen lassen und was hier jetzt locker hineinpasst, ist genau die richtige Menge. Und jetzt wird es mit 50%igem Bioalkohol aufgegossen. Einfach drüber gießen. Wichtig ist, oben immer ein bisschen einen Rand zu lassen, also nicht bis ganz oben befüllen, sondern hier ein bisschen Platz lassen. Dann schraube ich meinen Deckel drauf. Und locker befüllen heißt, wenn ich es jetzt schüttle, dann kann sich das Pflanzenmaterial noch da drin bewegen. Schütteln, wer mag, wer dran denkt, bitte täglich. Es ist egal, ob wir so schütteln, so. Es ist so ein Shake-it. Wir können auch die liegende Acht machen, also wie jeder mag, wie es ihm gut tut. Aber wenn ich jemals vergesse, 2 Wochen zu schütteln, ist es wichtig, dass es im Alkohol drin ist, dass oben nichts rausschaut. Andorn hilft bei starkem Husten, löst hartnäckigen Schleim in den Lungen und kann auch ähnlich wie der Wermut der Leber, der Niere und der Milz helfen. Und der wesentliche Unterschied ist jetzt einfach auch die Anwendung. Wenn ich innerlich etwas anwende, ein Heilkraut, ist es für die meisten Menschen fast ein Unding, ein Öl zu schlucken. Während ein alkoholischer Auszug, den kann ich tröpfchenweise einnehmen oder ich gebe 10 Tropfen zum Beispiel in so ein kleines Schnapsglas rein, nehme einen großen Schluck Wasser hinein, gebe meine Tropfenzahl rein in den Mund. So habe ich auch die Bitterstoffe unmittelbar direkt auf der Mundschleimhaut und so werden die auch aufgenommen. Bitterstoffe im Öl haben nie diese Wirkung in der Mundschleimhaut. Und nach 5 Wochen etwa sieht es dann im Moment so aus. Das heißt, wir sehen jetzt also das Kraut, ja, das hat jetzt so eine gräulich-beige Farbe, bräunlich schon fast. Dafür der Alkohol, der hat die ganze Farbe angenommen. Das heißt, im Alkohol sind jetzt die Wirkstoffe gebunden und so sieht es nachher aus. Und wie man das jetzt ganz schnell und einfach abfiltert, das zeige ich jetzt mal. Und dafür nehme ich ein Baumwoll-Teesieb. Da habe ich alles drin, was ich brauche. Es ist einfach auch auszukochen. Man kann das jedes Mal schnell wieder reinigen und das Sieb ist von der Größe her wunderbar, sodass der Alkohol durchgeht, aber vom Kraut alles nachher in meinem Sieb drin ist. Und jetzt wird einfach abgegossen. Das passt jetzt nämlich auch wunderbar hier rein. So, und jetzt wird es einfach hier bloß noch umgefüllt. Alkoholischer Andorn hält sich mindestens 5 Jahre. Die Flasche sollte dunkel und kühl gelagert werden. Was die Tinktur alles kann,
weiß jeder Arzt oder Apotheker. Den Löwenzahn kennt wirklich jedes Kind, und sei es als Paule Pusteblume. Vor allem hat er in süddeutschen Dialekten oft einen hässlichen Namen, nämlich Bettseicher, weil er dafür bekannt ist, die Harnwege zu spülen. Ein natürlicher Detoxer. Es gibt sogar einen Löwenzahnstecher. Man sieht es jetzt, es ist wie so eine Art Mini-Spaten. Hier ganz glatt und hier ist er gezähnt. Und den gibt man praktisch so in die Erde. Und dann dreht man das ein bisschen. Hier drin steckt dann der Löwenzahn. Und so kann ich das praktisch wie ein bisschen abschneiden, lockern. Und dann nach hinten. Und so kriege ich den Löwenzahn gut raus. Es kommt. Geschafft. Löwenzahn. Er ist ein Tausendsasa auf ganz vielen Ebenen. Und zwar so, wie er als Tausendsasa auch draußen überall wachsen kann. Von der kleinsten Mauerritze bis er sprengt den Asphalt auf, bis hin zu auf so einer Wiese, wo einfach eine reichhaltige Erde da ist. Und dann werden die Blätter eben schon mal so riesengroß und nicht mehr bloß ein paar Zentimeter groß. Um mal eine gute Ernte zu haben, würde ich sagen, schau nicht, was hier oben ist, sondern dass ich praktisch so viele Wurzeln habe, dass diese beiden Hände so gefüllt sind. Und daraus macht sie nun einen Kaffeeersatz, den Muckefuck, den Arme-Leute-Kaffee. Dabei ist er ein Energietrunk, was die wenigsten wissen. Und jetzt wird es einfach nur zerkleinert, mal grob so in Stückchen schneiden. So trocknet es nämlich auch wesentlich besser, wie wenn ich jetzt die ganze Wurzel trocknen würde. Also ich finde, das Innenleben von so einer Wurzel ist eh was ganz Faszinierendes. Wir haben praktisch immer hier in der Mitte so dieses Zentrum und dann geht es zum Teil wie so Strahlen nach außen. Und wenn man mal ganz bewusst eine Karotte auseinanderschneidet, einen Sellerie, egal was es ist, wir finden dieses wunderschöne Naturwunder eigentlich in fast jeder Wurzel. Und auch beim Löwenzahn. Hier innen praktisch dieses Zentrum und dann dieses strahlenförmige nach außen. Also diese Wurzeln aufzuschneiden, die zu fotografieren, das sind Kunstwerke, die die Natur uns da schenkt. Löwenzahnwurzeln enthalten Inulin. Diese Substanz hilft dem Körper, den Blutzuckerspiegel auszugleichen und in Balance zu halten. Außerdem füttert Inulin die positiven Darmbakterien, was die Darmflora stärkt. Eine intakte Darmflora sorgt für ein starkes Immunsystem. Fürs Trocknen und Rösten braucht Christel Ströbel einen Backofen und muss ein Auge darauf haben. Denn die Wurzeln sollen geröstet, aber nicht verkohlt sein. Auch dafür hat sie einen Trick.
Manchmal hilft es auch, also ich habe so eine Stelle, ich halte mir das dann immer an die Backe hin, da, wie früher das Milchfläschle beim Kind. Und da kann ich immer feststellen, ist trocken oder noch nicht. Die Löwenzahnwurzeln trocknen mit Umluft bei 50 Grad. Das dauert 4 bis 5 Stunden, samt regelmäßigem Wenden. Das Rösten geht schnell. 20 Minuten bei 150 Grad, ohne Umluft. Und man merkt es dann schon, diesem Ofen entströmt dann so ein bisschen ein Aroma, wo man denkt, was ist denn das? Es riecht gar nicht mehr wie Löwenzahn, es riecht sowieso auch nicht mehr wie Wurzeln, sondern sehr speziell. Und wenn dieser Duft sozusagen aus dem Ofen kommt, ist für mich das Erkennungszeichen, meine Wurzeln sind fertig geröstet. Christel Ströbel mahlt von Hand, so fein wie irgend möglich, damit der Kaffee sein volles Aroma entfalten kann. Herrliches Aroma. Das geht jetzt einfach hier rein. Und gieße es mit kochendem Wasser auf. Und jetzt wollen wir ja in erster Linie den Genuss. Das heißt, ich lasse das jetzt wirklich nur 2 bis 3 Minuten ziehen und dann wird es abgefiltert. Dazu nimmt sie einen klassischen Kaffeefilter. Vielleicht hängt es ja mit der Komplexität unserer Welt zusammen, dass vor allem jüngere Menschen altes Wissen suchen und in den Online-Seminaren von Christel Ströbel auch finden. Wobei viel altes Wissen durch den Zweiten Weltkrieg verbrannt ist, samt der Methoden, wie man natürliche Heilmittel herstellt. Und letztendlich ist aber nicht, dass das Organ dann schwächelt und versagt und ich nichts dagegen tun kann, sondern es ist, als ob die Seele mir eine Botschaft schickt. Wenn die Leber schwächelt, heißt es einfach, lenk mal deine Gedanken in eine andere Richtung. Guck nicht immer bloß dahin, wo irgendwas nicht funktioniert, sondern guck mal dahin, wo auch was Schönes im Leben ist. Und das ist dann unser Lernen im Menschsein. Unsere Gedanken bestimmen letztendlich unser Leben und Erleben. Und wenn ich immer nur negativ drauf bin, dann geschieht auch jeden Tag was Negatives. Aber wenn ich anfange, wieder das Schöne, das Lebendige, der blaue Himmel, die Schmetterlinge, die singenden Vögel in meinem Leben wahrzunehmen, verändert sich was. Und auf dem Weg können uns Pflanzen unglaublich begleiten.